viel begangener Klassiker wird es nicht. Bin ich sicher, he? Eher nicht, ja. Alaska ist schon irgendwie speziell zum Herkommen. Also man fliegt da wirklich mit einem kleinen Flieger auf den Gletscher und das ist was man sonst glaube ich nirgends auf der Welt macht und das ist schon irgendwo so eine Besonderheit von der Kletterei. Dani und ich, wir sind beide nach Anchorage geflogen, haben einiges an Lebensmitteln gekauft für die nächsten 3 Wochen eben am Gletscher. Wo wir dann im Basecamp angekommen sind und aus dem Flieger ausgestiegen sind, war es noch ein bisschen neblig. Wir haben gewusst, wir haben noch 2-3 Tage perfektes Wetter. Wir sind natürlich die ganze Route mit dem Feldstecher von zuunterst bis zu oberst durchgegangen. Es war ziemlich schnell klar, dass es irgendwo eine Erstbegehung gegeben in der Nordostwand von dem Moses-Haus. Wirklich absolut der imposanteste Berg ist da in der Region, weil er ist wirklich so eine Spitze. Ziemlich perfekt. Wir sind bis jetzt eigentlich alles noch solo unterwegs. Haben das Seil noch nicht ausgepackt. Ganz schön steil im Moment lang. Mhm. Schon ein paar Mal in den Fels eingeschlagen. Ja, sag ich. Weil es ist das Eis so hart drin. Das war ganz wenig. Aber geil. Geil. Jetzt kommt gerade wieder ein blöder Spindrift. Ja, ja. Unser Plan war es, dass wir die Tour in maximal 3 Tagen eigentlich klettern. Und deswegen haben wir auch nur extrem wenig Material mit gehabt. Wir wollten einfach uns möglichst schnell bewegen. Die Wand hat doch 1400 Höhenmeter. Da merkt man dann wirklich auch jedes Gramm. War geil, jetzt kommt sie gerade. Die Alaska-Sonne. Boah. Voll cool, oder? Zum Klettern, solange man sich irgendwo bewegt hat, ist es nicht ein grosses Problem gewesen. Es ist klar, wenn man teilweise mit dünnen Händchen klettert, sonst hat man zu wenig Gefühl. Und dann hat es natürlich schon ein bisschen, teilweise kalte Finger gegeben. Ah, Scheiße. Kalte Hände. Ziemlich kalt, ja. Da unten ist gleich schon der Schatten gekommen. Okay. Oh. Ah, das schmerzt. Ey. Fuck. Wir haben relativ viel technisch klettern, also es ist gar nicht immer frei gegangen. Es ist irgendwo ein Hindernis gestanden. Wir mussten unten durchpendeln, einen anderen Ort versuchen, sind wieder auf die andere Seite gependelt. Und so war es wirklich recht eine abenteuerliche Sache. Aber geil, oder? Oh, geil. Meine Länge hat mir so getaugt. Ja, das ist super gemacht. Da fährt es einfach so runter. Alles unter uns überhängend, gell? Ja, das ist schon recht steil. Jetzt ist das Biwak. So sieht es eigentlich noch so heimelig aus. Wenn es halt nicht da wäre, ging es so ziemlich das Loch ab. Wir haben schon gut 1000 Meter gemacht heute. Wir haben den ganzen Tag 2 Riegel gegessen. Und zu zweit haben wir jetzt 1,5 Liter Wasser getrunken. Ja, aber man spürt, dass es zu wenig war. Ja. Wir sind gerade am Parat machen zum Weiterklettern. Wir hoffen einfach, dass es nicht wieder von der Spindriften oben ab, so wie es gestern hat. Weil jetzt sind wir genau in diesem Teil, gestern waren wir noch ein bisschen geschützt. Jawohl. Die Schwierigkeiten in der Wand, die waren eigentlich sogar höher, wie wir es uns erwartet haben. Wir mussten technisch klettern, wir mussten die Riese immer rausputzen und es ist einfach irgendwie nicht gegangen. Ich habe lange überlegt, ja, macht das jetzt Sinn hier oder macht das keinen Sinn, weil es wird alles nur schwerer und haben wir recht müssen, ich sage jetzt mal, ein bisschen motivieren und vor allem
Da bin ich froh, dass der David gesagt hat, ja, da kommen wir jetzt sicher irgendwo ab, das wird schon gehen. Und das gibt dann wirklich so ein bisschen einen Ruck durch, ja, für mich auch, dass der Partner sagt, mal ist voll dabei. Mit jedem Meter, wo wir hergekommen sind, ist eigentlich das Ganze imposanter und steiler vorgekommen und der Tiefblick ist immer größer geworden. Das ist bis zum Schluss hat sich das wirklich noch aufgesummiert und das Tüpfel ist dann wirklich am Schluss, wo wir nach rechts rausgequert haben. Da bist du wirklich ins, sage jetzt mal, ins Nied raus. Also da, wenn etwas runtergefallen ist, das ist gar nicht mehr aufgeschlagen bis am Boden. Das war wirklich sehr, sehr imposant gewesen. Jawohl. Sicher recht froh, wenn wir da oben sind. Ich hoffe noch 2 Seillängen. Dann sind wir da oben. Hoffe ich. Erste Tour in Alaska, der Erstbegehung. Ja, und dann noch nicht so etwas Geringes. He? Echt eine coole Line. Auf einer von den fettesten Wände. Als Bergführer sollte ich natürlich alle Gipfel kennen. Kann ich jetzt nicht. So, Dani ist jetzt gerade im letzten Abseiler vor unserem Biwak und wir hoffen jetzt, dass wir heute noch runterkommen bis zum Wandfuß, weil für morgen ist recht schlechtes Wetter gemeldet. Nachher geht es da in der Wand voll ab und nachher muss man echt schauen, wie man runterkommt. Achtung, Storn! Tja, das kommt davon, wenn man filmt, gell? Die Berge in Alaska sind einfach noch irgendwo ein bisschen wilder, da ist einfach nur der Faktor vom Unbekannten ein bisschen größer. Da hat man wirklich noch die ganzen Berge für sich und kann so seine eigenen Linien ziehen wie irgendwo auf einem weißen Blatt Papier und das ist schon noch was ganz Besonderes, denke ich.